Im Straßenbild ist der neue Ford F-Max noch relativ selten anzutreffen. Doch führen die Lieferengpässe vieler Lkw-Hersteller zurzeit dazu, dass sich immer mehr Speditionen für ihn interessieren. Zum Beispiel die Firma Huckschlag in Fröndenberg am Rande des Ruhrgebietes. Sie hat bereits 2 Ford F-Max im Einsatz und einen weiteren Lkw der Marke bestellt. Huckschlag setzt die Lastwagen im 2-Schichten-System ein. Die Trucks fahren also fast rund um die Uhr. Und mit dem neuen, so der erste Eindruck, kann man sich gut sehen lassen. Für uns natürlich auch als Erscheinungsbild für das Unternehmen, für die Spedition Huckschlag, ist es halt einfach so, dass das Fahrzeug von außen wirklich was hermacht. Es ist mal ein völlig anderes Design, es ist ein völlig anderes Erlebnis, auch mal von außen zu sehen, wie die Standardmarken, die es auf dem Markt gibt. Und deswegen brennen wir für den Ford. Viel relevanter ist natürlich das, was die Fahrer sagen. Sergei Streich, Lkw-Fahrer mit russlanddeutscher Abstammung, steuert den 500 PS starken F-Max für die Firma Huckschlag seit 3 Monaten im Nahverkehr. Er schätzt vor allem die extreme Laufruhe des Trucks und sagt, es ist der beste Lkw, den ich je gefahren habe. Ich bin sehr begeistert auf das Lkw, alles tipptopp gemacht. Verbraucht ist voll beladen, also sagen wir so mit 24 Tonnen, der verbrauchen Innenstadt 23 Liter. Also Außenstadt Autobahn maximal 25 Liter und fährt ganz leise, also geiles Lkw. Jeder Kilometer mit den F-Max wird ausgewertet, am Tag und in der Nacht. Apropos nachts, wenn die Ford-Lkw im Fernverkehr nach Hamburg und in Richtung Kassel unterwegs sind. Wie sind denn da die Erfahrungen? Abends wird das Fahrzeug dann mal richtig beansprucht, dann geht es halt auch mit 20 Tonnen in die Kasseler Berge. Und da ist die Durchzugskraft des Motors, das Zusammenspielgetriebe, Motor, wirklich hervorragend. Also der Fahrer kommt die Berge vernünftig hoch und kann auch vernünftig fahren. Wesentlich für die Anschaffung eines Lkw ist natürlich dessen schnelle Verfügbarkeit. Der türkische Hersteller gibt gerade mal 18 Wochen als Lieferzeit an. Für das laufende Jahr sind 400 Einheiten für den deutschen Markt vorgesehen. 2021 wurden hierzulande übrigens 100 Ford-Lkw verkauft. Eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung einer Marktakzeptanz ist natürlich auch ein funktionierendes Vertriebs- und Werkstattnetz. Auto Obermann in Mülheim an der Ruhr war der erste Servicestützpunkt des Herstellers. Bis zum Jahresende sollen es 50 sein. Wie groß ist eigentlich das Interesse der Kunden am Ford F-Max? Also wir müssen sagen, wir haben sehr viel Nachfrage zu den Ford F-Max-Fahrzeugen, wo die Leute das in Verbindung bringen mit dem legendären Ford Transconti, der in der Lkw-Szene einen legendären Ruf hat von Leistungsfähigkeit und Beständigkeit. Die Leute kommen zu uns, vergleichen das Fahrzeug mit dem Ford Transconti, der jetzt schon seit 40 Jahren nicht mehr gebaut wird, und sind also dann durch die neue moderne Technik, die in den Fahrzeugen ist, sehr überzeugt. Und da zum Betrieb der Firma Obermann noch eine eigene Spedition gehört, wird der neue natürlich auch dort eingesetzt. Fester Stammfahrer für den F-Max ist der 59-jährige Friedel Link, der seit über 30 Jahren im Fernverkehr unterwegs ist. Im letzten Vierteljahr hat Friedel über 30.000 Kilometer mit dem neuen Lkw zurückgelegt und dabei allerhand Erfahrungen gesammelt. Der fährt sich echt super. Man merkt kaum Übergänge beim Schalten. Es geht wunderbar ineinander über. Er ist sehr ruhig. Und er liegt auch unheimlich ruhig auf der Bahn. Den kann man ganz wunderbar fahren. Und ist auch sehr übersichtlich durch die Spiegelanordnung. Aufgefallen ist Friedel ebenfalls der geringe Verbrauch des 12,7 Liter großen Ecotorq 6-Zylinder-Motors. Am Anfang habe ich den gefahren mit 26 Liter. Mittlerweile fahre ich den, dadurch er eingefahren ist, mit 25,4. Das heißt aber, im richtigen Mix, bergauf, bergunter, immer voll ausgeladen. Das ist also, der Wert ist einmalig. Das gibt's nicht.
Friedel liebt den bequemen Fahrersitz und das digitale Cockpit. Starten wir doch einmal zu einer Entdeckungstour durch die Kabine. Der Platz hier ist hier riesig. Das kann man alleine so daran sehen, wie viel Platz man hier hat. Man kann sich hier bequem hier hinsetzen. Ich habe kein Bett im Rücken, im Nacken, wo man ja sonst seine ganzen Reiseutensilien hat. Weil, das haben die hier sehr gut gelöst. Das habe ich noch bei keinem anderen gesehen. Man hat hier Klappen. Alles andere kann man hier oben sauber reinpacken. Kann man so zumachen. Und was natürlich auch wirklich toll ist, ist die Tiefe dieser Schränke vorne. Bei den meisten LKWs ist die Schräge vorne so. Entsprechend klein sind halt die Fächer auch. Jetzt machen wir die hier auf. Schieben wir mal hier rein als Maß. Ja, hier ist der Anschlag. 28 cm. Genau dieselbe Tiefe ist das auch hier. Dann hier auch noch kleine Ablageflächen, die auf beiden Seiten sind, die man zwischendurch immer mehr entdeckt. Hier am Bett haben wir auch noch 2 Stauflächen. Dasselbe dort hinten auch. Also Platz ist gewaltig hier. Ford scheint beim F-Max an den Fahrer gedacht zu haben. Und das zeigt sich auch an den Details. Das ist hier die Ablage für die Schuhe. Und diese Dichtung ist dafür gedacht, wenn die Tür geschlossen wird, dass die Schuhe trocken bleiben, nicht nass werden und auch eine vernünftige Ablage haben. Ganz einfach zu und fertig. Effiziente Technik, hohe Wirtschaftlichkeit, das Ganze kombiniert mit durchdachter Ausstattung und einem attraktiven Preis. In Zeiten von Lieferengpässen könnte der Ford F-Max so manche Spedition überzeugen. Die Firma Huckschlag ist so zufrieden, dass sogar Auswirkungen auf ihr bisheriges Fuhrparkkonzept möglich sind. Also wir werden jetzt unsere 3 Fahrzeuge testen, intensiv auch testen. Das Schöne ist, dass wir da wirklich komplett unterschiedliche Bereiche abdecken. Einer ist im wirklich reinem klassischen Fernverkehr. 2 werden tags regional und nachts im Fernverkehr genutzt. Und ja, es ist möglich, wenn sich das Fahrzeug weiterhin so bewährt, wie es sich heute bewährt, dass wir unsere Flotte im Sattelzugmaschinenbereich komplett umstellen auf Ford. Und so darf man denn auch gespannt sein, wie die Erfahrungen anderer Speditionen mit dem Truck Newcomer aus der Türkei sind.